Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Yakuza Like a Dragon. Wir sind jetzt hier in der Survive Bar, genau. Und sind ein bisschen mit Jean Jihan jetzt am Drink linken, um herauszufinden, was zum Henker da nochmal weiter los ist. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht mit unserer Story. Und mit unserem Weg zurück mit potenziellen Nebens... Ihr wisst Bescheid. Okay, wir gucken erstmal. Was los? Mit wem redet er? Yes, I'm doing fine. Thank you for your concern, Songhui. Ja, hätte ich mir eigentlich auch gedacht. Yo, what'd she say? Oh, nothing. She just asked for an update on the situation. That's all. Yeah, bet it feels pretty good knowing a babe like her's looking out for you. I'm blessed to serve one such as she. The Jungihan I served before was quite the blessing as well. Ich meine, wohl den echten, der vor 3 Jahren umgebracht wurde. Potenziell, ja. If I'm to talk about Jungihan, I'll need to provide some backstory. Cool with me. I got plenty of time. Ha! Then I hope you're prepared to sit for a while. Sure, I'm all ears. My father was one of the stray Qingwan Mafia I mentioned earlier. And to speak further, he was a lowly thug left behind in a foreign land. In my youth, I was relentlessly beaten by my father, in addition to being neglected by those around me. Home, school. No place provided me with even the slightest bit of sanctuary. Thinking back on it, I'm sure I was a rather dissolute child. Well, you're not alone in feeling like you got no place to go. Plenty of people feel that way, even civilians. Feelings of isolation are really that common, huh? Not sure if I should be comforted or not. Sorry, didn't derail the story, did I? The real Jungihan had also been raised in a poor and neglected environment like me. But rumors of his strength, intelligence, and ambition started to swirl. And as the men from my father's generation grew older, Jungihan started gaining more and more power. In fact, it was thanks to him that the stray Jingon found any success in Kamurocho at all. While the Tojo clan was being choked by anti-violence laws, the Jingon Mafia were steadily gaining a sense of existence. Sounds like he must have been pretty cool. Yes, but my father, who underestimated him as some young greenhorn, failed to prove his worth and was left trying to catch up. A staunch alcoholic, he used what drunken wit he had to try to get close to the young leader. So, eventually he worked out a plan. He would mold his own son's face, set him up as a body double, and offer him as tribute. What? I was drugged by my father, and this was done to me while I slept. No way. He did all that just to impress the boss? When he was presented with a body double, even the real Jungihan could only force a smile. But he saw what had gone into my face, and he respected the effort. So he said it was a fair offer, and took me under his wing. And what's your father doing now? He's long since passed away. His health was already in steady decline, and for what it's worth, I'm sure he wasn't opposed to dying at the bottom of a bottle. That's a shame. Guess you two weren't super close then. Jungihan kept me at his side as much as possible so that I might learn his mannerisms. Strangely enough, it was the only place that finally felt like home. I was very much his servant, and he was very much my master. But in spite of that, we shared a lot of laughs in the long time we spent together. A lot of drinks as well. And though I was his double, it would be rude of me to say that we came to resemble twins. So the way you're talking right now, that's something Jungi Han taught you? The real Jungihan had a way with words I never will. And when he walked into a room, you knew it. Try as I might, I would never reach his level.
Hearing you say all that makes me even more curious. About what, may I ask? Wie hast du ihn imitiert? Kennt ihr schmutzige Witze? Wie war er so gut wie gekleidet wie du? Wahrscheinlich. Wie hast du ihn imitiert? Genau. Wie bist du so zum Doppelgänger? I'm very curious how you managed to totally imitate this guy. Oh? Changing your face is one thing, but to be able to be just like the guy means you're, like, a master impersonator or some shit. Unfortunately, it's far more than impersonation. It's a lifestyle, which requires one to change on the inside as well. Well, sorry for asking about something so stupid then. Not at all. It's been a long time since I've laughed like this. But you know, despite me saying sorry, there's still one thing I gotta ask. And that is? Isn't it about time you told me your real name? Ah, Still a no, huh? ha. Just a little taken aback is all. I have no problem telling you. When I was first brought into this world, I was given the name Yeonsu Kim. Yeonsu Kim. I have no intention of returning to that name. Not when the real Jungi Han has already passed away. The real one took a bullet to the head, yeah? Correct. There was conflict with a group from Hiroshima that had made its way into Tokyo. As far as I'm concerned, the Jingon Mafia died along with him. At the time, I was given the role of staring down the other hostile groups within Kamurocho as Jungi Han. But with their real boss dead, the remaining Jingon Mafia in Kamurocho were nothing but paper tigers. Should our enemies have discovered this, we would have been ousted and probably killed. If it were me, I probably would have gotten the hell out of Kamurocho. Left everything behind. Yes, that's precisely what I did. The few remaining members at my side did the same. But seeing as the Jingon Mafia was all I'd ever had, I had no place to go. No refuge where I might reconvene with my allies. I was lost and alone in the world. Like a man dying of thirst in the desert, surrounded by a hungry pack of wolves. Sounds like you had it rough. I found a faint glimmer of hope in the Korean community here in Japan. But even they refused to accept me, as I was nothing but a criminal to them. Thinking on it now, I should have expected as much from those living an honest life. But still, in my confusion and dismay, I challenged them, asking why they would abandon one of their own. I get that. Ja. It was enough to make them call the police. And I'm sure that under normal circumstances, I would have been taken away. However... Huh? Come on, man. Don't just leave me hanging. The police officers were imposters, and instead of being incarcerated, I was brought to my new home, Yokohama Ijincho. So those fake officers, were they? Members of the Komijul, sent to retain me under the orders of Somoi. It turned out that the Komijul was a place that many former Jingon members had drifted to. Those that distanced themselves from Kamurocho slowly but surely found their way there. Oh yeah. Songhui did mention something about the Komijul having roots in the Jingon Mafia. Indeed. Komijul is essentially a safe haven for refugees. That's why they tend to keep quiet and remain exceedingly closed off. For many years, they spied on the Jingon Mafia in Kamurocho from a distance, keeping close watch on their movements. I was fortunately saved by the hand that the Komijul had extended to me. Moreover, Songhui told me what had happened to the real Jungi Han. That he had been shot in the head by an assassin hired by the Hiroshima Yakuza, taken by surprise from the shadows. An assassin? So what'd you guys do? You kill him? No. By the time I'd learned of his existence, he was already dead. I wasn't even given the chance for revenge. I spent many of the following days in despair. But even though I was in such a hollow state,
Sunghui patiently waited for my recovery. She was more like family to me than my abusive father could have ever hoped to be. A sister to replace the brother I had found in Jungi-han. Frankly, nothing would hurt me more than to betray her expectations and disappoint her. And Kasuga-san, as for you and me... I'm wondering what sort of boss you will be. I'm looking forward to seeing what you can do. I don't remember ever becoming your boss. Right now, I think drinking buddy is a better term, don't you? I see. Then I will do my best to live up to that title. Der Titel von Saufkumpan. Well, guess that's finally it for introductions. He sure is shy, that young Soo Kim. Ja, jetzt zum Job Vorarbeiter wechseln. Ja, das ist durchaus möglich. Aber hatten wir nicht noch dasselbe Ding mit Wert überprüfen Number? Ne, da fehlt noch ein bisschen was. Okay. Dann fehlt jetzt safe ein Kampf oder so. Ich spüre es einfach. Genau, das war's du. Dann wollten wir nicht irgendwie hier noch so einen kleinen anderen Abstecher machen? Anyway, okay. Anyway, erstmal wieder runter. Da ist einer der Arbeiter. Mach ihn weg! Mach ihn weg! Watch me. Nice. Ist noch einer. Das haben die... Meine wichtige Frage jetzt, weil ich keine Lust habe, hier mich permanent jetzt noch durch den Dungeon zu kloppen. Hilft das? Bringt's genau das, was ich möchte? Hilfsarbeiter 6. Wenn wir den haben, müssten wir Hilfsarbeiter 7 haben. Ich habe nämlich gar keine Lust, mich nur einmal durch den Dungeon zu kloppen, wenn ich nicht muss, so gesehen. Naja, auch weil der letzte Dungeon einfach gefühlt 2-3 Folgen ging. Da hinten sind sie gerade nochmal gespawnt. Das ist natürlich vorteilhaft. War Rettung, Hilfsarbeiter 7, genau, dann machen wir da den 8. Komm her, Brudi, auf die Pappe. Wäre natürlich die nächste Frage, wofür die Hosts für die andere komische Quest. Der im Rotviertel, ich habe jetzt so relativ wenig da zu tun, sodass ich die treffen könnte überhaupt. Ja, Host. Nee. Du bist jetzt falsch. Das ist was anderes. Nicht, dass ich wüsste. Da ist keiner. Das ist ein Yakuza mit bei. Schade. Egal. Auch auf die Pappe, Kollege. Eyes on me.
Leute, ich will doch nur kurz mit dem Chef reden. Lasst mich durch. Lasst mich durch, ich habe ein Rieseneis am Stiel. Jetzt habe ich da jetzt natürlich die letzten Kämpfe nicht drauf geachtet, ob das schon reicht. Da ist noch ein Vorarbeiter perfekt. Der ist sogar ein weiter. Eine Stufe, sag ich mal. Sehr gut. Gut. Wie das Seven Twice gut ist. Ne, Namba kriegt sogar noch mehr. Wer bist du denn? Guten Tag, wer sind Sie? Ich hätte in letzter Zeit irgendwas Interessantes im Laufen. Ich sag dir, was bei mir läuft. Eine Geschäftsidee, der man die Finger verbrennen kann. Interessiert? Klingt irgendwie nicht so glaubwürdig, wenn du hier so... Du gibst 2,5 und kriegst 8,2 wieder. Klingt irgendwie nicht so... So serious. Hm? Hm? Nix. Hm? Ja, die Yen-Stückchen nehmen wir auch mit. I'm getting kind of hungry. Let's stop by a convenience store or something. Oh, I could go for some chips right about now. I too enjoy potato chips every so often. Yeah, I love the seaweed and salt flavor. Nah, a refined man goes just lightly salted, nothing more. You do yourself a disservice. The best flavor is consommé. Looks like we're split. What's your favorite flavor, Adachi-san? Actually, my stomach can't really handle chips these days, so as long as it's not too many, I'll take pretty much anything. I mean, I used to be able to down a whole bag like it was nothing. Sucks. Why don't we each just get our favorite? Indeed. We should enjoy them while we still can. Hey, don't get all mopey on me. I can still eat them. Just don't overdo it. I'll make you some steamed potatoes sometime. Ich möchte gar nicht, das ist genau so depri. Genau. Vertreter von Part-Time Hero, genau. Ich möchte berichten. Ich habe Insekten. Ich habe mehr Insekten. Ich habe noch mehr Insekten. Ich habe noch wesentlich mehr Insekten. Ich habe auch eine Lunchbox. Eine Performance-Gitarre. Perfekt. Jetzt aber auch eine ganze Menge Shit gekriegt. Ich muss einmal gucken, genau. Ich nehme mal mit 5 Stück. Ich nehme ja von allem so 5 mit. Das kennen wir ja mittlerweile schon von mir. Erntevorteil und die Nährstoffe, die das Wachstum und Erntevorteile von Pflanzen steigern, die sofort wachsen lassen und Erntevorteile deutlich steigern. Ist mitgenommen. So, Teilzeit hält. Was sind die nächsten Sachen? Ja, ein Arbeiter noch. Gauner sind noch so ein paar Sachen. Hosts sind noch so ein paar Sachen. Die Bento-Lieferung, da muss ich gucken. Die Rauchbombe, ich habe wirklich keine Ahnung. Goldene Sachen, silberne Sachen. Die Kakerlaken kriege ich sonst auch safe vom Dings. Von Kahnzahn. Und die Preise, da muss ich nochmal gucken, in welchem Arcade wir die gewinnen können. Das war, ja, da war ein Arcade, aber wir gehen erstmal hier hin, hören uns die Story an und dann gucken wir bei Kahnzahn wegen Kakerlaken. Und deshalb wartet man am Zebrastreifen, Kinder. Das war jetzt zur Demonstration. Macht das, was ich sage, nicht das, was ich tue. Watch me.
Ich habe auch nicht gesagt, dass ich jemals ein Vorbild sein soll. Es ist trotzdem so, ne? Nimm mich nicht. Das ist vielleicht eine schlechte Idee. Es sei denn, wir bleiben bei dem, mach das, was ich sage, nicht das, was ich tue. Das ist ein Videospiel, können nicht respawnen. Das Auto macht nicht mehr, ne? Das macht schon 100 Damage, aber 100% eures Lebensdamage teilweise. Haben sie Spaghetti Code, das macht Percentage Damage, das ist nicht flat. Vielleicht, je nachdem wie die Folge noch geht, dann müssen wir gucken, wie sich das Aufregen verhält. Ich kann jetzt auch eigentlich fett anfangen, hier noch in der Berufsschule rumzugammeln, ehrlich gesagt. Aber das gucken wir noch. Wo ist denn der Chef? Der war doch hier irgendwo. Ach, da steht er. Hm? Ja, mach das, was ich sage, nicht das, was ich tue. Punkt. Alles gut. Und der wird hier weggeschlitzt. Der kriegt 2 Bronze ab. Gut ist. Wir kriegen auch wieder ein bisschen Geld da. Jetzt ist der Drinkling von Nanba voll. Okay, müssen wir gucken. Vielleicht kriegen wir das auch noch diese Folge hin. Aber Chef, sagen Sie doch mal. Chief. My friend's got some questions about the day I was dumped in this town. Yeah. I want to know why you didn't just abandon Ichiban and dump him at a hospital. If you don't mind telling us, I'm sure we'd all appreciate it. I see. Fine. I'll tell you. It's as good a time as any. What? There's an old tradition in this homeless camp. A responsibility passed down through the chiefs for many years. What responsibility? On occasion, when we're asked, we dispose of bodies. What? Bodies? Yeah. There's a Yakuza family from Kamurocho who pays us to do it. They're called Arakawa. Arakawa? Seriously? They, was this going on while they were still Tojo? I don't know every detail, but yes. The arrangement existed at that time. It existed before I started living here. We've dealt with all kinds of bodies, whether they've been shot, stabbed, beaten. No matter how nasty. We dug holes and buried them under garbage. Who knows how many are there now? Back during the bubble, we got one every month. Or so I was told. Since I became chief, there's only been 3. Damn. Arakawa the assassin. But there's one more secret rule. It applies to anyone the Arakawa bring here alive. A secret within the secret. Great. What happens if they bring someone alive? We're supposed to give the person medical aid, then let them go free, while pretending they're dead. What's up with that? In the criminal underworld, there's always people wanting to fake their own death.
gamblers, guys on the run. Anyone who's afraid someone will hurt them. They send people like that here, and we honor the secret agreement. I think it might actually be a service the Arakawa family provides, but obviously they don't advertise it. So it ended up being a very rare event. Is that agreement why you saved me? This live body rule? You got it. What sort of guy dropped me off here? I mean, probably just someone from the family. I had no reason to check or anything. The guy lugged you out of the trunk of a car. You were covered in blood. He paid me and left. Didn't say a single thing the whole time. Ja, I'm sorry, so wirkt es. you have to die. I'm counting on you, Ichi. What the? After Arakawa-san shot me, I think he said something. I think it was, I'm counting on you, Ichi. What would that even mean? No clue. But the more I think about it, the more I'm sure he said that. Look, Ichiban. What? I don't want to dash your hopes or anything. But when you were dumped here, you were on death's doorstep. You're only alive because everything I did went exactly the way we needed it to. But it could have easily gone a different way. I know you want to trust Arakawa, but... I think Arakawa-san had to shoot me. All the other Yakuza at that meeting were watching him. Huh? Never mind. You don't get it. Forget I said anything. Ichiban, es ist ja Zeit zum Heian Tower zu gehen. Du bist mit Oyabun Hushi noch zum Mittagessen verabredet, richtig? Ja, durchaus richtig. Dann müssten wir wieder nach Chinatown, okay. Wir können ja mal dann schon mal hier reingucken zum Arcade. Oder nochmal reingucken ins Arcade. Ah, Karzahn wollten wir auch noch. Stimmt. Nevermind. Diese Richtung. Metalldraht. Perfekt. Karzahn, du hast doch sicherlich... Du hast sicherlich Kakerlaken. Safe. Hat er auch. Für 8000. Nee, die holen uns dann nicht. Das ist ein bisschen doll für eine Kakerlake. It's done. Watch me. Okay. I wouldn't underestimate you. Bitte was? Ja. Muss aber nicht. Also, Wappen hier kann. Ja, wie wir Numbers Drinklink machen, kann ich jetzt auch noch. Obwohl, wartet mal, wir können ja. Wir könnten ja auch einfach, wenn ich hier so auf die Karte gucke, hier so hingehen.
da mal nachgucken. Dann können wir dieses Taxi nehmen und dann sind wir auch schon wieder bei der Survive Bar. Das ist auch eine gute Idee. Hier rein. Jetzt brauchten wir brauchten so Hühnchen und so Roboter. Nicht die Robos? Schon Fighter, ja, ein Racing Game. UFO-Catcher-Preise zurücksetzen, ja bitte. Verzeihung. Wir brauchten so Chickens und was noch? Robo-Chief und Robo-Manager. Ja, das wirkt so wie die hier. Dann wollen wir uns den mal gönnen, in der Hoffnung, dass wir den rauskriegen. Das ist fies. Dass der jetzt hier einfach so einen Backflip macht. Jetzt haben wir den auch umgekippt. Nee! Nee! Uncool. Ich versuche gerade den möglichst zu greifen. Genau, so, ja, ja, jawohl. Es hat geklappt. Der UFO-Chief, genau. So wollte ich den ursprünglich greifen. Das war der Plan, so sollte er gegriffen werden. Nur halt war das der ursprüngliche Plan. Also sollte anfangs gegriffen werden und jetzt nicht hier irgendwie so 20 Jahre nachdem wir eigentlich wollten. Das ist zu weit vorne, ne? Der greift jetzt dran vorbei. Ja. Shit. Ja, okay, den haben wir jetzt. Jetzt brauchen wir den Boy hier einmal noch. Der ist zu weit hinten, ne? Es geht. Nicht. Semi-optimal. Das kriegen wir hin. Was denn? Ich glaube, ich habe keinen Herzinfarkt. Das wird anders aussehen. Wer bist du, was hast du mit uns gemacht? So,
So ordentlich. Was willst du jetzt von mir? So ordentlich habe ich den Rest noch nie gesehen. Ja, natürlich ordentlich, weil alles auf einem Haufen liegt. Das ist ordentlich ど einfach. こを狙うかがポイントです。うまく狙えましたか？ Jetzt liegt der genau da vorne, wo ich da nicht rankomme. Das ist belastend. 自動で動きます。 Ja. Das ist ja nicht Italiener. Ja und? Italienisch 6. Was? Italienisch 6. Nein. Italienisch 次に進みます。横によくね、どこを Das 狙う müsste, かが glaube 移 ich, 動 sogar します。 Tri bleiben. うまく狙えましたか？自動で動きます。 Ja, wir haben den schön sanft aufgehoben. Perfekt. Er ist schön gewaltmäßig runtergefallen. Perfekt. So wie es nicht sein よ sollte. く狙ってく。次はどこを移動します。 Ich würde den gerne hier so うまく狙えました am か？ besten weit hinten, sodass wenn wir den hochnehmen, dass es einmal so einen Purzelbaum schlägt in Richtung Luke. 自動で動きます。 Oder wir wenden ihn einmal wie ein fucking Burger Patty. よく狙ってください。次はどこを移動します。うまく狙えましたか？ Und der hier, der will gar nicht, oder? 自動で動きます。 Es ist ein bisschen belastend. Ein bisschen doll schwierig, muss ich zugeben, gerade mit denen. よく狙ってください。次は移動します。うまく狙えましたか？自動で動きます。 Du solltest das Händchen halten mit ihm. よく狙ってください。どこを狙う？移動します。うまく狙えましたか？自動で動きます。 Nein! よく狙ってください。どこを狙うか移動します。うまく狙えましたか？ Komm schon, greif bitte da den ein. 自動で動きます。 Nicht so. Ich werde die Dinger mal zurücksetzen lassen. Das geht doch nicht. Das möchte ich nicht. Der eine fällt so nach vorne, so ganz weird. Der andere fällt nach hinten, ganz weird. また遊んでくださいね。 Und nachdem du sich den ja jetzt in der Mitte durchfriemelt, kannst du aber vergessen. So. Wie heißt eine mecklenburgische よく Adelsfamilie? 狙って次はどこを移動します。うまく狙えましたか？自動で動きます。 Er fällt wieder genauso hin. Das gibt's doch gar nicht. 次はどこを狙う？移動します。うまく狙えましたか？自動で動きます。 Jetzt wackelt der. Ja, genau, wackel einfach so, dass es auch genau rausfällt. Er war komplett in der Balance und dann denkt er sich, nö, ich schlage mal so ein bisschen nach links und rechts, Diggi. 次はどこを狙う？移動しうまく狙えましたか？自動で動きます。 次よく狙ってください。 Ich habe genug Geld. 次は Zumindest ど im こを狙いますか？ Videospiel. うまく狙えましたか？ Das wird weiter probiert.
Ich möchte diese Quest zu Ende haben. Ich brauche nur noch den Boy. Nur der hat anscheinend gar keinen Bock zu kooperieren. Ich fühle mich wie in League mit meinen Teammates. Du willst das eigentlich gewinnen, du hast doch alle Möglichkeiten dazu und er denkt sich, nö, gar keinen Bock. Er weiß noch nicht mal, warum er hier ist. Ja, natürlich drehst du ihn so hin. Dämlicher Wabbelarm. Komm schon. Und er dreht ihn wieder kaputt. Nee. Wir hatten den Ast rein aufgestellt. Warum musst du ihn denn umschmeißen, Army? Ja, nein. Die gute Nachricht ist, wir haben ihn von der komischen Scheibe da an der Seite weggekriegt. Die schlechte Nachricht ist, ich weiß nicht, wie ich den jetzt da möglichst in das Loch kriegen soll. Weil ich keine Möglichkeit gerade sehe, wie ich den am besten schieben soll. Eine der Möglichkeiten, die mir in den Kopf kommt, ist wieder mit der linken Seite von dem Arm möglichst an diese beiden Sauerstoffflaschen da zu packen. Und den dann einmal rüber zu ziehen, aber da weiß ich nicht, wie das funktioniert. Was war das gerade, Spiel? Der ist geflasht, Alter. Nein, jetzt habe ich losgelassen. Da habe ich beim Niesen aus Versehen losgelassen. Komm schon, muss das so funktionieren? Fast. Fast. Das war fast so, wie ich das wollte. Ich hoffe nämlich, wenn ich den zu weit hinten anpacke, dass er dann einen Frontflip macht. Mhm.
したか？自動で動きます。 Und sie schiebt, dieser Arm schiebt ihn wieder nach hinten. Ah, nee, das geht doch so nicht. Sobald die Dinge einmal umgefallen sind, kannst du gefühlt einpacken. 次は移動します。うまく狙えましたか？自動で動きます。 よく狙ってください。次は移動します。うまく狙えましたか？ Komm schon, du 自動で Arm. 動きます。 Fast so, wie ich dich wollte. よく狙ってください。どこを狙う？移動します。うまく狙えましたか？自動で動きます。 Nicht so gedreht, wie ich den wollte. Nee. Das soll nicht so. 繰り返しプレイすることで Das ist 上達 alles します。 gerade suboptimal. Und ich wette, jetzt wo ich die wieder zurückgesetzt habe, jetzt funktioniert das wieder einwandfrei, geschweige denn jetzt, よく狙ってください。 jetzt sieht das wieder gut aus. 次はどこをね、移動しま、うまく狙えま Bis し zu た dem か？ Punkt, wo der Arm wieder anfängt rumzuschlackern. 自動で動きます。 よく次はどこ移動します。うまく狙えましたか？自動で動きます。 Fall ja nicht nach hinten weg. Was ein Glück. おめでとうございます。また遊んでくださいね。 Gut, Preislieferung fertig. Können wir den Spaß auch abgeben. Supi, dann hat sich das erledigt. Wo war denn hier ein Taxi? War doch ein Taxi irgendwo. Achso. So, alles klar, Taxi. Einmal bitte zur Survive Bar. Dort reden wir in der nächsten Folge wenigstens mit Number. So. Sind wir hier. Dann pflanzen wir doch auch schon mal eine... Lilien? Ja, komm, Lilien. Nährstoffe verabreichen. Wir nehmen mal den Stamina Spark. Ja, in 7 Sekunden, das ist gut. Dann können wir hier schon mal rein. So. Ist es? Ja, wundervoll. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Ciao, bis zum nächsten Mal, wenn es weitergeht mit Yakuza Like a Dragon.